herzliches Salü zu unserer neuen Folge und diesmal behandeln wir das Wort oder das Thema Beziehung. Denn wenn wir über Beziehung nachdenken, dann kommt immer als allererstes der Gedanke auf, ja, romantische Beziehung zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann, Frau und Frau oder irgendwas in der Mitte, wo man sich denkt so, man denkt grundsätzlich nie an andere Bedeutungsmöglichkeiten, die das Wort mit sich bringen kann. Siehst du das dann auch so, dass wenn das Wort Beziehung droppt, dass man an sowas denkt oder denkst du da an was ganz anderes? Ja, auch da sind Beziehungen tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Auch hier gelten, glaube ich, so ein Stück weit dieselben Prinzipien wie bei einer Mensch-zu-Mensch-Beziehung beziehungsweise romantischen Beziehung. Also ich denke dabei nicht in erster Linie an die romantische Beziehung oder die sexuelle Beziehung oder irgendwas aus diesem Themenbereich, sondern eigentlich an alle Beziehungen, die Mann und natürlich auch Frau als Mensch pflegt. Ich würde aber noch ergänzen, die quasi nichtmenschlichen Beziehungen, weil die, glaube ich, werden auch oft außer Sicht gelassen, weil Leute ja auch im Endeffekt in Beziehung oder ein Mensch existiert ja ein Stück weit dadurch, dass er eben in Beziehung zu sehr vielen anderen Sachen steht. Also Thema Dreiteilung des Menschen, was wir angesprochen hatten in der drittletzten Folge, Körper, Geist und Seele. Das ist ja auch eine Form von Beziehung, ne? Ja, eine Reziproke, wie man so schön sagt, gell? Wie war denn das andere Wort aus der... Permeabel. Nee, Symbiose. Ah. Symbiotische Beziehung, genau. Nee, also grundsätzlich besteht alles und dadurch funktionieren ja auch sehr viele Geistessysteme wie auch magische Systeme eben dadurch, dass alles in Beziehung zueinander steht, ob es jetzt Mensch zu Mensch ist, Mensch zu, weiß ich nicht, Tier, Mensch zu Umwelt. Das sind alles ja Formen von Beziehung, aber ich glaube, dass es oft so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Vor allem auch in der Denkweise, in der negativen Form der Individualität. Ne? Also Leute, die autark wohnen, weiß ich nicht, ein Tiny House mit Photovoltaikanlagen kaufen und ja, dann quasi... Und noch Jackeries gekauft haben, gell? Wir machen doch keine Werbung, aber ja. Also es wird ja sehr oft behauptet, ja, die Leute brauchen überhaupt keinen anderen, überhaupt nichts anderes, aber ich bin da eher der Meinung, ich habe auch dann eine indirekte Beziehung zu jemandem, wenn ich habe zum Beispiel eine indirekte Beziehung zu demjenigen, der irgendeine Straße gebaut hat, einfach dadurch, dass ich sie benutze, ne? Das ist jetzt keine persönliche Beziehung, es ist keine Primärbeziehung, es ist keine direkte Beziehung, aber so lange, bis irgendwer wirklich sämtliche Fähigkeiten hat, alles machen kann, was man einfach wirklich zum Überleben braucht, alles herstellen kann, alles Wissen selber entwickeln kann, steht auch derjenige in Beziehung zu ja, seinem Umfeld beziehungsweise zu den Herstellern der Sachen, die er benutzt. Wie siehst du denn das? Also ich werfe mal in den Raum nach negativen romantischen Beziehungen zum Beispiel, sind ja auch viele in der Richtung, dass sie sich zum Eremiten entwickeln wollen, dass sie einfach die Schnauze voll haben. Wie stehst du dazu? Also prinzipiell finde ich den Ansatz nicht schlecht, aber mich würde interessieren, wo ziehst du da die Grenzen? Wo sind für dich Vorteile und die Nachteile vom Pflegen vieler Beziehungen oder vieler direkter Beziehungen zum Pflegen weniger? Das erste, was mir halt eingefallen ist, während du deine Sichtweise beschrieben hattest, war dieses, wir sind mit allem verbunden. Wir sind alles eins, ein kollektives Bewusstsein. Mag vielleicht auf einer sehr weit höheren Ebene stimmen, dass wir irgendwo untereinander interdependent sind, also voneinander irgendwo abhängig sind. Aber wenn es um Beziehung geht und Eremitenstatus und Schnauze voll von romantischen Beziehungen haben, oder vielleicht sogar auch von gesellschaftlichen Beziehungen, das kann ja auch ganz gut vorkommen, dann gehe ich davon aus, dass man zuerst einmal eine Beziehung zu sich selbst aufbauen sollte,
Und da können wir wieder verweisen auf das Video mit der Selbsterkenntnis, mit der Stufe 1 von Bardon bezüglich der Seelenschulung, um sich näher kennenzulernen, seine Bedürfnisse näher kennenzulernen, um hier wieder den Verweis zur Ästhetik zu bringen, auch sein eigenes Schönheitsempfinden zu finden und auch zu leben, so dass man in einem gesunden Verhältnis mit anderen eine Beziehung pflegen kann. Also natürlich, wir dürfen da nicht außer Acht lassen, dass wir durch unser Arbeitsfeld, durch unser familiäres Feld, durch unsere Freunde, durch unsere Bekannten und was weiß ich was, auch irgendwo in diesem Beziehungsnetz drin sind. Wir geben etwas rein, es passiert was, andere geben etwas rein, es passiert was und entweder zieht man gemeinsam an einem Strang und es passiert was super Tolles oder man spielt sich gegenseitig aus und verursacht Chaos, verursacht Schaden, verursacht Leid. Also es gibt das eine und es gibt das andere. Aber wenn man sich dann auch noch zu Gemüte führt, sobald man sich halt besser kennt, sobald man die Beziehung zu sich selber aufgebaut hat, dann weiß man auch, wo man seine Energie, seine Kraft reinstecken möchte, also in welche Beziehung man sie reinstecken möchte, um das Bestmögliche für sich rauszuholen. Wenn ich dann sage, okay, ich brauche jetzt eine gewisse soziale Bindung, eine gefühlsbasierte Bindung, um etwas zu erreichen, natürlich muss ich dann auch Gefühle rein investieren. Ich muss dann auch zeigen, yo, ihr seid mir wichtig, warum mache ich das? Und wenn man dann investiert in eine Beziehung, egal welcher Art, dann kommt ja auch was zurück. Aber das Ding ist, man darf auch nicht erwarten, dass man was zurückbekommt, sondern man macht es ja eigentlich aus dem Gedanken heraus, wenn ich in der Beziehung mit mir selber bin, mit mir selbst fein bin und in der Möglichkeit, also die Möglichkeit besitze, etwas zu verändern, etwas zu tun, um es meinen Mitmenschen gut zu tun, dann macht man das einfach. Und da kann man dann auch vom Begriff Liebe sprechen, aber nicht in dem Sinn, ja, ich will jetzt eine Beziehung eingehen, ne? Oder ich will irgendwie einen Haufen Zeug aus der Beziehung für mich rausziehen, sondern man macht's einfach. Also unsere Hauptdevise, man macht's einfach. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema Beziehung sind, möchte ich eigentlich noch kurz auf diese romantische Beziehung zu sprechen kommen, weil das ja immer das Hauptding ist, wenn man über Beziehung spricht. Wie siehst du da das Ganze? Und zwar in der Hinsicht mit wirklich lieben oder verliebt sein. Also Fachbegriff Limerenz, wie es in der Wissenschaft ausgedrückt wird, lässt dahingehend grüßen. Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist bei mir tatsächlich das, ich nenne es jetzt einfach mal Verlangen, nach einer romantischen Beziehung, bei mir momentan beziehungsweise seit, keine Ahnung, einiger Zeit einfach nicht so sehr im Fokus wie bei sehr vielen anderen, weil ich eben merke, dass sehr viele Leute das quasi zum einzigen Lebensinhalt gemacht haben. Bin ich auch weniger der Fan davon. Für mich funktioniert das andere Modell einfach besser. Grundsätzlich, um auf deine Frage zurückzukommen, denke ich, passt das antike Modell der Liebe ganz gut. Also wurde ja auch später in der Philosophie sehr häufig aufgegriffen, dass quasi die Unterteilung in Eros, also quasi die Anziehung, die meistens am Anfang stattfindet. Ich denke, da fällt auch so ein bisschen die Verliebtheit bzw. Limerenz, die du angesprochen hast, rein. Dann gibt es eben Philia, was ja die tiefe Verbundenheit ausdrückt. Muss jetzt nicht im romantischen Kontext sein, kann zum Beispiel bei Freundschaften oder Familienmitgliedern sein. Und das dritte war Agape, also die göttliche Liebe, wortwörtlich, also quasi die tiefe Liebe, die quasi in der Regel nach der ersten Anziehung und der Verliebtheit entsteht. Grundsätzlich sehe ich es so, dass man sich am Anfang erstmal klar sein sollte, eben wie du es schon angesprochen hast, wer ich bin, weil dazu gehört auch so ein Lebensentwurf, also wie will ich mein Leben führen, im Speziellen, auf was lege ich bei einer Partnerin oder einem Partner Wert und vor allem, wie stelle ich mir das Leben mit dieser Person zusammen vor. Ich glaube, das sind Sachen, die man sich wirklich vorher überlegen sollte, sei denn man ist jetzt irgendwie Anfang 20 und will sich ausprobieren, aber das sind ja Hauptpunkte und wenn ich die kenne, dann
dann kann ich, ja, ich will nicht sagen, schon mal aussortieren, aber schon mal die Sachen, die überhaupt niemals passen werden, aussortieren. An sich ist am Anfang die gegenseitige Attraktion vorhanden, was auch gut ist. Ich denke, es ist bei jedem unterschiedlich, wie lang die andauert. Beziehungsweise, das ist einfach meine Erfahrung, dass am Anfang das Verliebtsein da ist, dann lernt man auch die negativeren Seiten der Partnerin oder des Partners kennen und spielt sich so ein bisschen ein. Das, denke ich mal, ist dann einfach der Zeitpunkt, wo quasi die Verliebtheit zur tatsächlichen Liebe werden kann. Wobei sich für mich das nicht ausschließt, dass ich einfach dieses Verliebtheitsgefühl dennoch auch in die Phase der Liebe habe, weil das Gegenteil ist ja der Grund, warum viele Beziehungen irgendwann in die Brüche gehen, weil es halt Liebe auch was Beständiges ist, aber Beständigkeit natürlich immer ein bisschen die Gefahr der Langweiligkeit oder des angesperrt Fühlens des grauen Alltags mit sich bringt. Und ich denke, dass ich die Verliebtheitsphase nicht komplett abschließen wollen würde, sondern ein Stück weit auch in die danach folgende tiefere Liebe mitnehmen würde, wenn ich die Wahl hätte. Wie siehst du das? Also endet für dich die Verliebtheit als solches und dann beginnt gleich die Liebe, oder ist es für dich auch eher fließend, beziehungsweise die Verliebtheit kann mitgetragen werden? Das ist wirklich eine gute Frage, weil da fragst du jetzt gerade den Falschen. Ja, als ob ich der Richtige wäre. Weil wenn es um Verliebtheit geht, dann sehe ich diesen Begriff kritisch in der Hinsicht, weil das Präfix fair da ist, was die Bedeutung in unseren Köpfen hervorruft, dass irgendwas daneben läuft. Also fair lieben, daneben lieben. Also in der Hinsicht weiterinterpretiert, hat man sich in ein Idealbild verliebt, weil man ein gewisses Potenzial sieht, weil man einfach geblendet ist von der Schönheit des jeweils anderen, ohne wirklich zu schauen, was bringt die Person mit, welche Taten kann man regelmäßig wiederholt sehen und erkennen und welche Wortwahl wird da oft benutzt, ist es schädlich, ist es nicht schädlich und so weiter und so fort. Also diese kühle Beobachtung von Verhaltensweisen ist in der Phase nicht gegeben. Im Laufe meiner Jahre habe ich angefangen, solche Sachen im Thema romantische Beziehungen mit einem analytischen Blick zu sehen. Auch wenn Gefühle da sind, mit Euphorie, weil man eben diese Potenziale sieht im anderen und auch die Hoffnung trägt, hey, da kann sich bestimmt was verändern, wenn man zusammen dran arbeitet, weil es soll ja ein gegenseitiges Nehmen und Geben sein, wo man dann auch miteinander wächst, Stück für Stück, was natürlich auch bei Freundschaften der Fall sein sollte. Und das ist bei uns auf jeden Fall der Fall, hoffe ich mal. Ja, ein bisschen wachsen wir schon, ne? Nee. Ja, könnte aber ein bisschen mehr sein, 100% und so. Wir sind schon bei 120%. Uff. Nee, aber grundsätzlich sehe ich es natürlich bei uns auch gegeben. Vor allem, weil es ja auch ein bewusstes Wachsen ist, ein Stück weit, ne? Genau. Und wir entscheiden uns jeden Tag dafür. Aber um zurückzukommen auf diese beziehungstechnische Ebene mit dem Verlieben, diese Gefühle sind schön und gut. Sie pushen einen bis an die Grenzen, wenn nicht sogar drüber. Weil man sich dann auch immer wieder Gedanken macht, was kann ich tun, um die Gunst der angebeteten Person immer auf mich zu lenken. Ne? Und sobald das dann weggeht, einfach dadurch, dass dann irgendwann kritische Situationen auftauchen in dieser Partnerschaft, wird das alles getestet. So nach dem Motto, okay, kann ich damit umgehen oder kann ich nicht damit umgehen? Und sobald man denke ich jetzt zumindest, diese allumfassende Perspektive im Sinne von Liebe hat, klar, dann ist man auch belastbarer, verständnisvoller, aber so wie du auch so schön gesagt hast, die Kriterien werden auch schärfer, die man sich für eine Beziehung vorstellt. Und dahingehend... Und wir entscheiden uns jeden Tag dafür. Ja, und hier noch, um ergänzende Gedanken hinzuzufügen, also die Abhängigkeit, meistens eine unbewusste Sache, die entsteht dann auch daraus, vorzugsweise, dass man etwas erfüllt bekommt vom anderen und dann auch mit der Zeit als Selbstverständlichkeit betrachtet, was man selber so nicht erfüllt. Also sagen wir mal so, gutes Essen ist immer ein super Beispiel. Essen ist immer ein gutes Beispiel. Wenn du gerne isst, aber
aber du kannst nicht kochen, beziehungsweise du hast dich nie damit auseinandergesetzt, richtig und ordentlich zu kochen, irgendwie mal ausprobieren, um dich selbst zu versorgen, dann erwartest du ja von deiner Partnerin oder deinem Partner, je nachdem, dass sie eher für dich kocht, versorgt, dir immer wieder gutes Essen gibt und auch sich um Einkäufe kümmert, um Pipapo und was weiß ich. Meistens begründet man dann, ja, ich mache doch für dies und jenes und blablabla, um das zu rechtfertigen, zu legitimieren, dass die andere Person diese Sachen macht, anstatt selber in die Pötte zu kommen und das auch mal auszuprobieren. Weil Kochen an sich ist nicht schwer, ist eine Gefühlssache und ich weiß auch aus Erfahrung, wenn man für andere kocht und die essen und dann sind sie glücklich und sagen, es schmeckt verdammt gut, dann weißt du einfach, ja, das passt, weil Essen ist geil. Da ist Liebe drin im Essen. Muss auch sein, weil wir wollen ja leben und glücklich sein. Ne? Das unterschreibe ich dir. Aus eigener Erfahrung. Jedenfalls, bevor man in eine Beziehung geht, das ist der wichtigste Rat von meiner Seite, kenn dich selbst, arbeite an dir und entwickle Standards, die du haben möchtest. Also nicht irgendwie, der Typ oder die Frau muss 100.000 Euro im Jahr verdienen, ne, und muss in der femininen Energie leben oder in der maskulinen. Das ist der größte Schwachfug ever, den die sozialen Medien raushauen. Sondern einfach durch diese Selbsterkenntnis bist du schon an dem Punkt, okay, das will ich nicht. Und dann ist es ja egal, ob du eine Beziehung brauchst oder nicht, beziehungsweise du brauchst ja dann keine, sondern es ist so wie Kirsche auf ein Sahnehäubchen, weil die Beziehung zu dir selber so stark ist, dass du einfach mit dem Leben zurechtkommst. Du machst deine Sachen. Und was dann reinkommt, kommt rein. Und fertig. Finito. Aber da wir jetzt eigentlich kein Lifestyle-Channel sind, möchte ich eigentlich den Bezug zur Magie herstellen. Weil auch in der Magie hat man es mit Beziehungen zu tun, sei es eben durch die Ästhetik eines Rituals mit den ganzen Hilfsmitteln, die man benutzt, um sich dann gedanklich zu verbinden, eine Beziehung herzustellen zu dem Ritual, was dann auch wieder eine Beziehung mit der jeweiligen Entität, die man beschwören möchte oder mit der man arbeiten möchte, herstellt. Und dahingehend bist du eher Experte als ich, junger Mann. Wie schaut es da aus mit diesen magischen Beziehungen? Kenne dich selbst, diese ganzen Sachen. Zum einen ist es allerdings so, dass man sich dessen bewusst sein sollte, dass eine Beziehung zu einem Menschen eine andere Beziehung ist, als irgendwer zu einem, sagen wir mal, geistigen Wesen, eine Entität, wie auch immer hat. Einfach weil das keine Menschen im herkömmlichen Sinne sind. In meinen Erfahrungen findet auch da jeder, der solche Beziehungen aufbauen möchte, so seine Linie, vor allem weil man halt auch nicht vergessen sollte, dass es in der Beziehung entweder nicht primär oder zumindest genauso primär auf das eigene Wohlbefinden drauf ankommt, wie auf jenes des oder derjenigen, mit der man diese Beziehung pflegen möchte. Ne? Und grundsätzlich geht es auch ein Stück weit darum, dass man auch in der Magie solche Sachen angehen sollte, indem man halt diese grundmenschlichen Pfeiler von Respekt, Höflichkeit, Offenheit auch ein Stück weit auch hier mitnimmt, wenn man hier Kontakte aufbauen möchte und wie bei den Menschen halt einfach mal den anderen auch reden lässt, ne? Weil auch wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, ich nehme jetzt als Beispiel mal, weiß ich nicht, weil es einfach so ein beliebtes Thema ist mit irgendwie einem Schutzgeist oder Schutzengel, wenn ich da jetzt Bekanntschaft mitmache, kann ich natürlich hingehen. Ich kann natürlich sagen, ja, lieber Erzengel M. zum Beispiel. Ich habe ganz viele Bücher gelesen und da steht drin, du magst dieses, du magst jenes. Alles schön und gut, ne? Kann auch zutreffen, kann ein Stück weit zutreffen, aber grundsätzlich kommt drauf an, wie eng dein Kontakt ist, auf was der beruht, ob es jetzt eine reine, sag ich mal, wie eine Auftragsarbeit ist, also was Abgeschlossenes, was einem Zweck dient und fertig, oder ob es eher in so die Richtung, ja, wie jetzt eine freundschaftliche Beziehung, wo einfach das Nutzenverhältnis nicht das Primäre ist oder sein sollte, sich es eher darum handelt. Und prinzipiell nimm dir Zeit, guck dir das an, geh offen drauf hin, sei respektvoll, sei höflich und dann wirst du schon merken, ob das Gegenüber auch Interesse hat. Und vor allem, ich will nicht sagen, wie das Gegenüber tickt, aber so ähnlich ist es tatsächlich. So quasi, weil es so die Likes und Dislikes sind. Also in der Regel ist es ja auch
Ob es jetzt menschliche Beziehungen sind oder nicht menschliche Beziehungen, ist eigentlich völlig egal, aber es ist so eine Mischung aus Bauchgefühl, Intuition, schneller, unbewusster Lernfähigkeit, um rauszufinden, was das Gegenüber mag, was es schätzt, wie man mit ihm umgehen sollte, so die Sachen. Und aber auch ein Stück weit die Leute zeigen bzw. sagen einem ja auch, was ihnen wichtig ist, was sie gerne hätten. Und ähnlich verhält es sich tatsächlich auch mit sehr vielen nichtmenschlichen Wesen, sage ich mal. Und ja, also das wäre so das ganz, ganz Grobe. Man sollte sich halt vorher wirklich klar sein und das auch wirklich so klar kommunizieren und möglicherweise auch im Laufe des Ganzen nochmal klarstellen, welche Art diese Beziehung sein soll. Ne? Wie gesagt, es soll es irgendeine einmalige Sache sein, wie eine Business-Transaktion. Oder ein Verfluchen einer ungeliebten Person. Ja, der romantischen Person, in die man zuvor verliebt war. Und dann wird das aber nicht erwidert. Nein, empfehlen wir nicht. Also keine Voodoo-Puppen verbrennen. Genau, ob es quasi eine Zweckbeziehung ist, ob es einfach eine Beziehung rein aus Interesse und Kontakt, aus Interesse am Kontakt sein soll. Genau, und dann einfach mal gucken, was man so kriegt, was kommuniziert wird, wie man das am besten angeht. Ansonsten orientieren an den grundsätzlichen Regeln des utopischen Miteinanders, sage ich mal. Ja, wobei ich wäre so frei zu behaupten, man sollte dennoch ein gewisses Wissensspektrum aus verschiedenen Büchern mitnehmen, weil man nie wissen kann, womit man es zu tun hat, um eine ordentliche Differenzierung wahrnehmen zu können bezüglich der Entitäten, oder? Ja, also das hatte ich jetzt vorausgesetzt. Nee, also definitiv. Also bitte, liebe Leute, nehmt nicht Kontakt mit eurem Schutzengel auf, ohne auch nur ein Buch gelesen zu haben. Auch wenn's Lesen verteufelt ist, aber mein Gott. Nee, alleine schon deswegen, und da spielt auch das Kenne dich selbst rein, dass quasi diese Abgrenzung zum Hirngespinst, beziehungsweise das menschliche Gehirn ist ja auch sehr mächtig, ne? Und man muss da natürlich differenzieren können, was ist quasi rein aus meinem Wunsch geboren und was ist hier unabhängig von mir. Ne? Zum einen das und zum anderen hast du völlig recht. Also zum Beispiel Bade oder auch sehr viele mittelalterliche Werke beschreiben ja genau das. Also Herangehensweisen. Im Endeffekt ist jedes Ritual, das in die Richtung geht, ein Stück weit auch, ja, so ein bisschen wie ein Knigge zu sehen. Quasi ein kleines Handbuch, wie man mit dem entsprechenden Ding umgehen sollte. Also verkehrt ist es nicht. Man braucht ja irgendwas, wo man anfängt. Wissen ist einfach notwendig, dass man sich nicht verliert, dass man sich, wie du sagtest, differenzieren kann. Und ja, um es zu vermeiden, in sehr gut vermeidbare Fettnäpfchen zu treten. Ne? Ja, weil solange man nicht weiß, welche Repercussions so eine Anrufung mit sich bringen kann, sollte man es lieber bleiben lassen. Gerade wo du gesagt hast, ja, dieses Abgrenzen von sich selbst, da ist mir dann der Gedanke aufgeploppt, ja, durch die eigenen Mängel in sich drinnen, diese Sehnsüchte, diese Bedürfnisse, diese Wünsche, die man hat, kann sich auch natürlich ein Warnsystem entwickeln. Ja, ein Warnsystem, das heißt, du glaubst an Dinge, die nichts mit den gesellschaftlichen Normen zu tun haben, also jetzt rein per Definition nach den psychologischen Erkenntnissen und verharrst dann da drin und erklärst alles mit diesem System. Aber wie man jetzt bei uns sehen kann, wir nehmen jetzt auch noch die Wissenschaft her, wir nehmen jetzt auch noch Erfahrungen her, wir nehmen auch ganz mundane Beispiele her, weil alles in allem irgendwo vorhanden ist. Das heißt, die Beziehungen zwischen den ganzen Fächern und Fachgebieten und den Erfahrungswerten und den Wissensschätzen und was weiß ich was, sind gegeben. Die miteinander zu verknüpfen, ist das A und O, um so einem Warnsystem, so einem einseitigen System, wie man sie oft in der Esoterik- und New Age-Community leider finden kann. Dafür braucht man dieses Wissen und die Erkenntnis, um das abtrennen zu können. Weil sonst verfällt man in dieses System und bleibt stecken als Mensch. Oder hebt ab. Oder hebt ab, genau. Weil, so wie Stefan gesagt hat, bevor du deinen Schutzengel kontaktierst, mach dich erstmal schlau, was ist dein Schutzengel? Was ist dein Holy Guardian Angel? Da gibt es nämlich auch in der Literatur und bei
ja, ich sag mal Magiern, die sich dann doch eher besser damit befasst haben. Gibt es auch Unterschiede, wer ist das, was weiß ich was. In Josephine McCarthy zum Beispiel wird beschrieben, dass der Holy Guardian Angel jetzt nicht wirklich irgendwie mit dir kommuniziert, sondern er gibt dir halt einen Stupser. Und wenn du es nicht befolgst und trotzdem deinen Scheiß machst, weil du immer noch deinen eigenen freien Willen besitzt, dann wird es sich auch nicht einmischen. Das ist dann halt so. Weil der denkt sich dann, okay, du machst die Erfahrungen, mal schauen, wo ich eingreife, mal schauen, wo ich nicht eingreife. So ungefähr die Erklärung bei der McCarthy in ihrem Werk. Also, nix mit Anbindung nach oben, nix mit Anbindung an Schutzengeln, nix an Anbindung mit bla 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 bla, sondern vielleicht erstmal überlegen, wer bin ich, wie kann ich das von mir distanzieren, um wirklich eine reine Form der Kommunikation hinzubekommen. Also immer bitte ein bisschen skeptisch bleiben und nicht alles für bare Münze nehmen, was da steht. Immer vergleichen. So wie Stefan letzte Folge gesagt hat, ja, wir können so einen analytischen Schriftvergleich machen, indem man halt mehrere Bücher zu einem Thema holt und alles vergleicht und guckt, wo ist die herrschende Meinung und wo ist sie eben nicht so herrschend. Dass man dann mal ausprobieren kann, was stimmt und was nicht. Da trifft sich Barth dann eigentlich ganz gut, weil durch die ersten Stufe, durch die Erkenntnisse der ersten Stufen, die man macht, zeigt es sich ja schon, dass es ein relativ valides System ist. Eine Systematik, sorry. Ein systematischer Approach. Ja, Mann. Ich weiß den tatsächlichen Begriff gar nicht mehr, der Stadtsystem dann verwendet wurde. Aber ist ja auch egal. Eben, also und der Wahn ist ja leider eine Volkskrankheit im Bereich der Esoterik und ähnlicher Bereiche, sage ich mal. Und gefährlich wird es halt dann, wenn man sich eben nicht so sehr mit sich selbst befasst hat, sich dann einredet, dass man irgendwelche Befehle oder Aussagen von oben bekommt und das tatsächlich dann auch noch glaubt, dass hier die Wünsche eines externen Wesens durchgesetzt werden. Sehr häufig allerdings rein die eigenen Wünsche sind. Ne? Aber solche Leute müssen sich dessen gar nicht mal bewusst sein. Und das macht sie natürlich umso gefährlicher, ne? Wenn sie es tatsächlich so glauben und fanatisch drinstecken und diese ganzen Geschichten. Und um da den Bogen zu spannen, auch nochmal zurück zur Psychologiefolge, aber auch zum Anfang dieser Folge. Natürlich Wissen zu haben, ist zum einen bei den magischen Beziehungen natürlich sinnvoll, aber auch ein Stück weit bei menschlichen Beziehungen. Weil wenn man sich mit Psychologie befasst, dann hat man auch, glaube ich, nochmal einen Stück weit einen anderen Blick darauf und lernt ein bisschen zu differenzieren. Ich spiele da auch ein Stück weit an, auf was zu gut klingt. Ich spiele hier auf Tolkien an. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn bei Beziehungen alles am Anfang wirklich perfekt und makellos ist und wie komplett aus der Wunschvorstellung manifestiert, empfehle ich einfach, dass man trotzdem auch vorsichtig ist. Es gibt die seltenen Fälle, wo das tatsächlich so ist, aber sehr häufig kann das eben auch ein Warnzeichen dafür sein, dass etwas nicht stimmt, weil da schließe ich jetzt sowohl den magischen als auch den zwischenmenschlichen Bereich mit ein. Auch hier ist darauf zu achten, dass nicht jeder, der einem begegnet, einem mit ehrlich offenbarter Intention begegnet, beziehungsweise mit den besten Absichten begegnen muss. Ne? Also das ist quasi eine Ergänzung nochmal zur Skepsis. Während die Skepsis auf die Abgrenzung bezogen war, füge ich da noch hinzu, dass einfach ein Stück weit eine Skepsis, natürlich keine überhandnehmende, angebracht sein sollte, was einfach die Intention angeht. Einfach um sich zusätzliche vermeidbare Stolpersteine zu ersparen. Ja, das heißt, grundlegend zusammengefasst, erstmal lernen, erstmal sich selbst kennenlernen, erstmal sich selbst dahingehend kennenzulernen, dass man weiß, dass man in sich eine geschlossene und vollständige Person ist und alles andere quasi eine willkommene Ergänzung ist. Und immer ein Stück weit mit Skepsis und Verliebtheit nicht mit Liebe verwechseln, oder? Die Hauptkriterien, definitiv. Und auch vielleicht als einen allgemeinen Rat, wenn du dich selber verbesserst, dann merkst du auch, dass sich deine Umwelt verändert. Zwangsläufig. Vielleicht nuanciert, dass man es nicht so wirklich wahrnehmen kann, aber manchmal auch so richtig BOOM! Mäßig. Sei dann froh drum, weil es werden Menschen, an
an denen du emotional gehangen bist, gehen, weil sie dann einfach nicht mehr da reinpassen, wo du dich gerade befindest. Weil die Frage ist, wachsen Freunde mit oder nicht? Wenn sie nicht mitwachsen, klar, dann wird es nach der Weiterentwicklung so sein, dass sie sich mit der Zeit abnabeln. In welcher Form auch immer. Die muss man aber dann auch, also die Form, die muss man dann auch irgendwo aushalten können. Aber auf der anderen Seite kommen dann wieder Leute dazu, die genau sozusagen auf deine Vibrationsschwelle sind, um es mal esoterisch New Age zu formulieren. Auf deiner Wellenlänge, machen wir es so. Die sind dann auf deiner Wellenlänge und die hast du dann auch um dich. Weil, sagen wir es mal so, du verstehst die Welt so, wie sie ungefähr läuft. Ungefähr. Weil den Anspruch auf die absolute Wahrheit, TM, hat ja im Endeffekt niemand. Die Vorsehung. Ja, die schon. Hat ja auch diese Wahrheit TM in die Welt gerufen oder eigentlich kreiert. Nichtsdestotrotz, aber die Perspektive, wenn man diese unabhängige Perspektive hat, seine Emotionen mal zurückschaut, auf seine Gefühle und was weiß ich was, so nur beobachtet, dann sieht man, was so ungefähr tatsächlich abläuft. Und die Leute, die zu dir kommen, die werden dann auch mindestens denselben Reifegrad haben und das auch sehen können. Und sie haben auch dann bis dahin so viele Erfahrungen gesammelt, dass eine Brücke in der Kommunikation und zwischenmenschlich so stabil gebaut werden kann, dass man einfach schon aus der logischen und aus der gefühlstechnischen Perspektive weiß, okay, die Person gehört in mein Leben hinein. Egal was passiert, man kommt zurecht. Selbst wenn man streitet, man kann das ausdiskutieren. Selbst wenn es irgendwelche anderen Arten von Konflikten gibt, die nicht in einem hitzköpfigen Streit ausarten, man kann immer noch darüber reden. Man kann Maßnahmen ergreifen, weil wir selber wollen uns ja auch immer wieder stetig weiter verbessern und die andere Person auch. Das heißt, dieses gemeinsame Miteinander steht im Vordergrund und jeder bemüht sich darum, weil jeder das auch für sich selber will. Nicht nur für den anderen, sondern auch für sich. Und das macht dann diese, ertragreiche Symbiose aus. Dann ist es kein parasitäres Verhältnis, wie man oft miterleben kann, sondern einfach ein wunderbares Miteinander, das zu den neuesten, höchsten Höhen oder bei uns, Stefan, in dem Fall die tiefsten Tiefen führen kann. Wir haben beides. Aber es sind viele schöne Tiefen. Ja, schöne Tiefs. Interpretationssache, ist es amüsant? Ja, aber weiß nicht, wollen wir noch näher drauf eingehen auf die Tiefs? Zum Glück sind wir noch nicht monetarisiert, sonst würden wir wahrscheinlich monetarisiert werden. Wie willst du denn darauf eingehen? Ja. Wir kennen die lichten Seiten des jeweils anderen, aber auch die dunkelsten Schattenseiten. Und ja, ich denke, dass da einfach ein Vorteil ist, auch das wächst ja mit der Zeit, ne? Also die Entwicklung von irgendeiner Beziehung, ob es jetzt eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung ist sekundär. Aber es ist ja ein Prozess, ne? Das heißt, es ist nicht von heute auf morgen, sondern es wächst, es wird tiefer gehen. Ich denke, es bewährt sich auch mit der Zeit und mit den Erfahrungen, ne? Also auch wenn es, ich sag mal so, wenn es eine echte Freundschaft ist, dann hält es die meisten Streits aus, sage ich mal, und wird durch die eben tiefer, wenn sie denn vorkommen, und zerbrechen nicht beim ersten. Aber grundsätzlich während des Prozesses ist es ja bei uns im Endeffekt so gewesen, dass man halt gegenseitig immer mehr von anderen gesehen hat und man hat es angenommen und akzeptiert. Hat das Verständnis einfach dafür gehabt. Weil wir gegenseitig, also wir haben ja unsere Erfahrungsschätze und aufgrund dessen gehen wir auch ein bisschen davon aus, dass der andere auch extrem viel Erfahrung gemacht hat, dementsprechend auch so viel Verständnis hat und einfach dieses Verständnis dann füreinander so groß ist, dass man sagt, okay, hat seine Gründe, passt schon. Wenn es erklärt werden soll, wird es erklärt, wenn nicht, dann nicht, weil man muss nicht alles verraten, kann aber passieren, je nachdem, wie der andere dann kommunizieren möchte. Ne? erstens das und zweitens, glaube ich, ist es auch so, dass das bei uns auch so ist, dass wir eigentlich so gut wie jeden Tag eben, also dass wir jetzt nicht irgendeinen Stillstand haben, ne? Sondern dass wir eben im Endeffekt jeden Tag der Kommunikation das Ganze einfach noch ein Stück weit vertiefen, ne? Jetzt nicht bewusst und nicht gezielt, sondern halt einfach, ja, weil es ein natürlicher Prozess ist, ne? Und da kommen auch mal kontemplative Phasen dazwischen vor. Manchmal kommen einfach
Tage vor, wo so richtig, ja, wir dissen uns immer ganz gerne, also gegenseitig mit geistig niveauvollen, aber manchmal auch so richtig Witzen. Aber es gehört dazu, ne? Und das macht ja Spaß. Irgendwo. Eben. Und dadurch wächst eben nicht nur unsere Freundschaft, sondern auch unsere lyrischen und linguistischen Fähigkeiten. Definitiv, also kann ich nicht abstreiten, ne? Da kann man jetzt gut vom Beispiel ins Allgemeine gehen. Ich glaube, man kann eine gute, stabile und gesunde Beziehung dadurch erkennen, dass, ich nehme jetzt die Formulierung her, es ist natürlich nicht so gemeint, aber dass der andere alles oder fast alles automatisch richtig macht. Richtig machen in Anführungsstrichen, weil darauf kommt es ja nicht an. Nee, aber was ich meine ist, dass man eben quasi nicht bewusst jedes Mal überlegen muss, okay, verkraftet mein Gegenüber jetzt dieses oder jenes oder sich irgendwer zu irgendwas drängen muss, sondern dass es einfach natürlich ist, ne? Und das, denke ich, ist eine sehr gute Funktionsweise für eine Freundschaft. Und zweiter Punkt, wo man sowas, glaube ich, auch ganz gut sehen kann, ist, irgendwann treten in jeder Art der Beziehung die Makel des anderen auf. Aber da solltet ihr euch alle mal beobachten, wenn ihr sowas in eurem Leben habt, wenn diese Sachen auftreten, ob das dann quasi für euch Makel sind oder ob Sachen sind, die im Generellen als Makel definiert werden könnten. Weil ja meine Erfahrung ist, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine negative Eigenschaft an den Tag legst, negativ im Sinne von, dass es viele Leute, die dich zum Beispiel nicht so kennen würden, als solche interpretieren würden, dann mag das per Definition vielleicht ein kollektiver Makel sein, aber für mich persönlich ist es keiner, ne? Also Stichwort, das klingt, da springe ich jetzt in deine New Age-Geschichte rein, die Schattenseiten des anderen lieben. Da kennen wir auch eine sehr gute Schattentherapeutin mittlerweile. Ne? Propagiert das die ganze Zeit. Also, Ah, wer es wissen will, sagt Bescheid. Nicht. Also, wenn wir jetzt so weitermachen, Stefan, gell, dann kommt die Kriegserklärung schon raus. nee. Aber das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, warum man sich selbst gut kennen sollte, bevor man solche Sachen beginnt. Also, falls wir irgendwann als falsche Propheten deklariert werden sollten, aus welchen Quellen und Löchern auch immer, nehmt die Worte nicht ernst. Wir versuchen das immer wirklich sehr neutral zu halten, weil jeder muss letztendlich seinen Weg finden. Hauptsache ist, der Weg wird gefunden und durchgezogen. Und nicht zum Nachteil aller, sondern zum Vorteil aller. Inkludiert auch einen selbst, logischerweise. Die hast du schon vor sehr langer Zeit verschrien. Mehrfach. 100-fach. Nein, aber es hat ja jeder sein Anrecht auf seine sehr individuelle Wahrheit. Es sei denn, er missioniert. Dann nix falsche Propheten hier. Ihr könnt natürlich diese Vorwürfe oder Kritik, falls sie jemals kommen sollten, gerne erstmal aufnehmen, aber wir hoffen doch, dass wir euch bis dahin an einen Punkt gebracht haben, wo ihr quasi für euch selber entscheiden könnt, wie viel Glauben ihr dem Ganzen schenkt, quasi euch euer eigenes Bild macht, ne? Und ich glaube, ich habe da jetzt so ein schönes Gefühl bekommen, als der Begriff falsche Propheten fiel. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal Interesse halber über die Prophetien des Irlmeyers sprechen, die schon so kursieren im Internet, vor allem auf YouTube und was weiß ich wo. Dass wir da vielleicht auch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen die Angst vor dem Ganzen. Weil, so wie das gehypt wird mittlerweile und auch anderen Menschen ein bisschen zu einem Ruf verholfen hat, denke ich mir, da sollte man mal ein bisschen dagegen wettern, in der Hinsicht, dass man da, wie gesagt, die Angst runternimmt. Hättest du Bock drauf, Stefan? es ist dein fucking Ernst, dass du dieses Fass auch noch auffahren möchtest. Ja. Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass ich deine Schattenseiten liebe, inklusive die kriegserklärenden. Deswegen, ja, ich habe sogar ein Buch über Propheten und Prophezeiungen über dieses Jahrtausend hier. Deswegen, ja, wir gucken uns das mal an. Ja, wir entwerten aber niemanden. Das machen nämlich nur Narzissten. Stimmt. Und die Flying Monkeys dazu, gell?
Aber also nicht nur weißt du, sondern wisst ihr, wir sitzen wie Grey Rocks einfach an unseren Plätzen und lassen uns davon nicht beirren, was andere über uns sagen. Ja, wir haben nämlich den Kontakt zu oben, ne? Genau, die Verbundenheit zu oben. Ich sag nur, wie war das Zitat? Gelassen ist, wer lassen kann. Fuck, was sagt sie denn noch? Okay, den Satz schneiden wir raus. Ja, aber das Thema bzw. die Themen werden wir dann sowieso zwangsläufig mit dem Prophezeiungsfach aufmachen. Deswegen sind wir froh, dass wir da zu wenig in Beziehung stehen. Genau, weil würden wir in Beziehung stehen zu diesem Thema, also etwas mehr involviert sein, wären wir jetzt auch schon komplett... Aber verstrahlt. Ja, und dann kann man die Zimmernummer nicht mehr richtig lesen und dann muss man sich bis halb elf bis halb 11 Uhr abends noch mit den Hotelzimmern beschäftigen, weil sonst wird ja gar nichts auf die Reihe gebracht. So. Für solche Spompanadeln haben wir ja keine Zeit, ne? Ja, also da kann man so viel Spekulatius wie man will aufstellen, aber die Wahrheit, die wird gerne außer Acht gelassen. In dem Sinne, falls ihr in einer für euch richtig empfundenen Beziehung zu uns steht, dann wäre es ganz cool, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und vielleicht auch noch unsere Social-Media-Kanäle abcheckt, die ihr ja während der Folge bestimmt auch schon gesehen habt, um einfach mal zu zeigen, hey, uns interessiert es, wir wollen mehr darüber wissen und bitte schreibt auch in die Kommentare, was ihr zum Thema Beziehung denkt. Und letzter Hinweis, wir haben auch einen Discord-Server, damit wir das nicht wieder vergessen. Also guckt da auch gerne rein, dann könnt ihr nämlich eure momentan halbeinseitige Beziehung zu uns noch vertiefen. Nur so als kleiner Anstoß. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil einfach durch diesen Austausch auch eine solche Beziehung gefördert werden kann. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dieses Angebot wahrnehmen wollt, weil wir zwei wollen ja auch weiter wachsen und jeder Erfahrungswert, der wirklich valide ist, kann jedem von uns helfen. Also in dem Sinne, frohes Reflektieren, weil ich gerade sehe, die Aufnahme ist schon ziemlich lang. Also danke fürs Zuschauen schon mal, frohes Reflektieren und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.